Und schon ist Tag 6 meiner Weihnachtskarten-Challenge. Heute machen wir wieder was mit Stanzen und zwar mit diesen beiden hier. Und was wir damit genau machen werden, das zeige ich euch gleich. Die Karte wird heute auch ein bisschen simpler. Nichtsdestotrotz hoffentlich wunderschön. Ich werde diese zwei Motive verwenden und da das eine ein bisschen größer ist als das andere, habe ich unterschiedliche Kartengrößen genommen. Die eine ist 24 cm x 12 cm und die habe ich dann bei 12 cm gefalzt. Und die andere, die habe ich auf 13 cm gemacht. Das heißt hier 13 cm und dann 26 und bei 13 gefalzt. Die hier ist für das kleinere und die hier ist für das größere Motiv. Was ich dann noch gemacht habe, ich habe hier ein Motivpapier mit einer Mattung, das heißt es ist etwas kleiner. Das Motivpapier ist hier bei der kleinen Karte 11 x 11 cm. Und bei der größeren Karte ist es 12 x 12 cm. Umgekehrt, ne? Das ist die größere Karte, da ist es 12 x 12 und das ist die kleinere, da ist es 11 x 11. Und in der gleichen Größe habe ich dann auch noch auf weißes Papier Vierecke gemacht, weil die brauchen wir jetzt, um das Motiv auszustanzen. Und genau das machen wir jetzt. Ich arbeite hier mit der Magnetplattform. Das Ganze ist so, dass es jetzt nicht einen ganzen Kreis ausstanzen wird, sondern es hat hier immer wieder Flächen, wo keine Linie ist. Das heißt, wir kriegen hier wirklich ein schönes Negativ auf diese Karte drauf. Und ich bringe das auch mittig auf dieses Viereck drauf, weil wir werden hier auch keinen Spruch nachher auf die Karte bringen, sondern es ist wirklich nur dieses Motiv. Ihr seht, ich habe einen Klebestreifen genommen, der wirklich nicht fest hält, damit ich hier auch keine Spuren auf der Karte hinterlasse. Und hier ist es am einfachsten, wenn ihr mit so einem Picking Tool arbeitet. Da könnt ihr alles schön rausdrücken. Jetzt habe ich hier das Thema, dass effektiv hier ein Teil es nicht gut ausgeschnitten hat und das kurbel ich gleich nochmal durch die Big Shot. Das lässt sich auch wunderbar, dadurch, dass schon so viel ausgeschnitten ist, das sehr gut einfach wieder so platzieren, wo es war.
Ihr müsst es einfach gut fixieren, nicht, dass euch das dann auf der Big Shot nochmal verrutscht. So, dann ist dieser erste Teil schon fertig. Gucken wir uns noch das zweite an. Das war tatsächlich auch beim ersten Durchlauf gleich richtig. Bevor ich das Ganze jetzt aufklebe, möchte ich dem noch so eine Prägung geben. Und zwar ringsherum 2 Streifen. Und das mache ich hier mit dem Falz- und Schneidebrett. Das heißt, ich gebe es nicht so hin, sondern ich drehe es um, weil ich will, dass es so einen kleinen Hügel gibt. Und Achtung, dass ihr wirklich das Falzbein habt und nicht oben die Schneideklinge. Dann gebe ich das mit einem ganz minimalen Abstand hier rein und ziehe effektiv 2 Falzlinien. Das sieht dann so aus und das mache ich jetzt ringsherum. Und dasselbe mache ich jetzt auch noch mit dem anderen. So. Und das gibt dann im Ganzen auch nochmal so einen edleren Touch. Und diese beiden kleben wir jetzt auf die Karten drauf. Das heißt einerseits zuerst die Mattung. Ich habe jetzt gerade gemerkt, mir gefällt es gar nicht so, wenn das jetzt direkt drauf geht und deshalb werde ich hier mit diesem Band dünnere Streifen schneiden, damit ich das drumherum drunter kleben kann und dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Dimension.
So, und so sieht es dann aus, wenn es mit diesem Abstand aufgeklebt ist. Ich finde, es gibt halt einfach viel mehr her und ich möchte hier auch gar keinen, also ich würde hier auch empfehlen, gar kein Sentiment, also gar keinen Spruch drauf zu machen. Die Karte wirkt so schon sehr schön. Was ihr machen könnt, wenn ihr das wollt, ist innen drinne irgendwas reinzustempeln oder dann es einfach dabei zu belassen, euren Text reinzuschreiben. Das sind die beiden Karten für heute. Ich hoffe, euch haben die beiden eher schlichten Karten gefallen und ihr habt Lust, es nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, habe ich euch unten wie immer in die Links reingestellt. Für diejenigen, die meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert haben, tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann klickt auf das kleine Glöckchen und wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!